Es gibt eine feine Grenze zwischen Selbstvertrauen und Arroganz. Du kannst kein Verak mit nur einem Jäger sein. Enatut. Unsere Gesetze binden uns, der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling. Kopilai. Bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste. Doch der Schamane hat entschieden. Erwarte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Du hast jetzt Arataks Amt. Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Karja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Karja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Karja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bringen mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz. Danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Enatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Karja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Ich wette, dass er rennt hinter der Wahl als Auslieferung steckt. Die Osseram halten schließlich zusammen. Der Sonnenkönig ist zu weich geworden. Die Osseram haben einen zu großen Einfluss im Palast. Was denkt er sich dabei, derweil laufen zu lassen? Jägerin, was hast du mit uns zu schaffen?
Ich soll den Mord an einem Karja-Jäger untersuchen. Was ist passiert? Es ist sonnenklar. Ein betrunkener Banuk-Schläger hat Ruwas von hinten niedergeschlagen und ihm dann seinen Kopfschmuck gestohlen. Der Beschuldigte weiß das von sich. Die Banuk geben ohnehin nie etwas Sinnvolles von sich, ob sie nun mit dir reden oder nicht. Sie sammeln sich jedes Mal, wenn ein Jäger stirbt, wie Mäntel bei kaltem Wind, wollen keinen ordentlichen Prozess für Ruwas Mörder. Ein Prozess. Sein Mund wird mit Salz gefüllt und er wird von der Sonne einige Tage lang geprüft. Wenn sie gnädig ist, nimmt sie nur die Sicht oder den Verstand. Also sind andere Karja-Jäger hier gestorben? 3 oder vielleicht 4 in den letzten Jahreszeiten. Kein Wunder. Dieser Ort bestraft sogar die Vorsichtigen. Und viele junge Adlige sind nicht vorbereitet. Aber der Schnee verdeckt in der Regel alles. Und die Körper werden nie gefunden. Und die Banuk helfen nicht. Haben Sie damit zu tun? Nein. Wenn es nicht um ihren eigenen Stamm geht, wollen sie nichts davon wissen. Selbst die Sonne schmilzt in diesen Gebieten nicht alles. Hört sich an, als ob du dem Banuk nicht traust. Sie haben Gründe, warum sie sich von uns fernhalten. 10 Jahre voller Gründe. Immer wieder der Krieg. Der Krieg ist vorbei. Wir haben entschädigt. Aber nein, das Land vergisst nie. Schnee und Eis erinnern sich, sagen sie. Narben brauchen Zeit zum Heilen. Du glaubst, das weiß ich nicht? Ich spüre noch die Hiebe, weil ich einen Priester des verrückten Königs abwies. Ich war so alt wie du. Dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten. Wo hast du Ruwas Leichnam gefunden? Es gibt keine Jagd, Kleine. Nichts zum Einsammeln. Lass es mich tun. Ich lese gut Spuren. Hinter dem Anstieg, westlich, ist eine Lichtung. Graser hätten die Spur nicht besser legen können. Und wenn dieser Barbar auf Ruwas Kopfbedeckung verzichtet, bevor er verstoßen wird, sag Bescheid. Sie ist wertvoll. Der Wal hat den Palast gestürmt und lebt trotzdem noch? Hier ist es. Wie die Jägerin sagte, ist der Schnee hier aufgewühlt. Damit wurde er erschlagen. Blut im Schnee. Das ist doch etwas. Hier ist Ruwas gefallen. Es scheint, als ob nur 2 Leute gekämpft hätten. Sieht nicht gut aus für Inatut. Die Waffe hat er auch nicht versteckt. Die Frage ist, würde Inatut jemanden von hinten mit einem Ast erschlagen? Viele Blätter und Rinde liegen hier. Als der Ast abgerissen wurde? Nein, vom Klettern. Sie kamen durch die Bäume. Wenn man hier wartet, hat man einen guten Blick auf das Karja-Lager und die Lichtung.
oder nie. Das ist seltsam. Sackgasse? Kann nicht sein. Jemand hat das abgedeckt. Was wurde hier versteckt? Karja-Rüstung. Sieht schlecht aus. Banuk muss dafür einleben. Hier ist jemand! Keine Banuk. Dann vermisst sie niemand. Helft mir mal, ihr Trottel! Ihr habt Karja getötet. Und wofür? Rache für den Krieg? Wer entscheidet, wann ein Stamm den anderen nicht mehr hasst? Ich sag's dir, nicht die, die kämpften. Nicht die, deren Lieder verstummten. Wie die meiner Sippe. Für eure Tat wurde ein anderer Banuk zum sicheren Tod verurteilt. Was ist mit seinem Lied? Deshalb bist du uns gefolgt. Für diesen Vollidioten Inatut? Das Schicksal ist gerecht. Sie haben ihn schon in sein Exil gebracht. Mal sehen, wen die Kälte zuerst holt. Ich muss Inatut hinterher. Aber ich muss noch mehr Beweise finden. Trophäen. Neuer als die anderen. Er muss Uvas gehört haben. Er gehörte einem Karja-Soldaten. Das macht es nicht besser. Haben sie die Kleidung ihrer Opfer behalten? Diese Karja-Kleidung ist kalt, aber nackt im Schnee nimmt Inatut, was er kriegen kann. Okay, Zeit aufzubrechen.
Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Mal sehen, was der Blauglanz wert ist. Das hat Eindruck hinterlassen. Sieht aus wie ein Ort, an dem man jemanden um die Ecke bringt. Den gefrorenen Wasserfall komme ich nicht hoch. Vielleicht über die Seiten? Halb geschafft. Festgefroren. Das ist mir nicht geheuer. Inatut? Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Hinterm Fels. Das Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Maschinen.
Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Carja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre. Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Laut Banuk-Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Häuptling beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Klein war, dachte ich immer, ich würde später einmal die Mörderklauen jagen. Da kann ich heute gut drauf verzichten. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee, und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Carja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Manchmal ist morgens beim Aufwachen sogar der Zelteingang zugefroren. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein. Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Verak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist eher links besser oder rechts? Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora-Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Dämonen im Schnitt. Manchmal scheint es, als hätte die Welt das blaue Licht noch nicht gesehen.
Karja haben uns Frieden angeboten. Wir werden die roten Raubzüge zwar nie vergessen können, aber